Was genau ist eigentlich rechts vor links? Rechts vor links ist eine Vorfahrtsregelung an Kreuzungen oder Einmündungen, wenn sich zwei oder mehrere Fahrzeuge treffen. Und wie funktioniert das genau? Nehmen wir mal an, es treffen sich zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung. Ihr kommt in dem grünen Auto von unten, also aus eurer Sicht aus gesehen kommt das rote Auto dann von rechts. Allerdings von seiner Sicht aus gesehen kommt ihr dann logischerweise von links. Also ergibt sich daraus dann die Regel rechts vor links. Das Auto, welches von rechts kommt, fährt immer zuerst. Für den Fall, dass aus der linken Straße ein Auto rauskommen sollte, müsst ihr jetzt aus seiner Sicht rausgucken, weil da kommt ihr von rechts. Und aus eurer Sicht kommt er logischerweise von links. Also ergibt sich daraus wieder das rechts vor links. In diesem Fall fährt der rote dann als erstes, weil eure Vorfahrt ändert sich nicht, danach ihr und als letztes das silberne Auto. Woher weiß ich denn, wo überall rechts vor links ist? Und dafür müsst ihr jetzt die Vorfahrtsregelung in Deutschland kennen. Die wichtigste bzw. oberste Vorfahrt in Deutschland ist der Polizist. Danach an zweiter Stelle kommen die Ampelanlagen, als drittes dann die Schilder bzw. Verkehrszeichen und zuletzt kommt dann unsere rechts vor links. Also habt ihr nur rechts vor links, wenn keine Schilder, keine Ampeln und natürlich kein Polizist vorhanden ist. Wichtig ist aber hier zu sagen, es muss eine Straße sein. Wie man hier jetzt wunderschön erkennen kann, habt ihr rechts eine Straße, habt weder ein Verkehrszeichen noch eine Ampel, also wäre das hier eine rechts vor links. Ich muss aber sagen, dass die Vorfahrt in Deutschland relativ einfach aufgebaut ist. Wenn man aber mal von oben auf eine Karte guckt, kann man das relativ gut erkennen. Die ganzen rot markierten Straßen, die ihr hier sehen könnt, sind alles die ganzen größeren Vorfahrtsstraßen. Auf diesen Vorfahrtsstraßen habt ihr dann logischerweise immer Vorfahrt oder ihr habt die Vorfahrt durch eine Ampelkreuzung geregelt. In diesem Fall müsst ihr euch um rechts vor links natürlich keine Gedanken machen. Sobald ich dann aber abbiege in eine kleinere Straße, müsst ihr dann sofort aufpassen, weil in diesem Gebiet habt ihr dann überall rechts vor links, bis man dann halt irgendwann wieder auf eine größere Straße kommt. Ich finde, dass man das von oben auf so einer Kartenansicht relativ gut erkennen kann, wie einfach die Vorfahrt eigentlich strukturiert ist. Das heißt, wenn man sich in der Stadt ein bisschen auskennt, weiß man eigentlich schon, was man für eine Vorfahrt hat anhand der Straße, auf der man fährt.